Heute zeige ich euch einen einfachen, aber dennoch sehr oft gespielten und coolen Beginner Linear Drumbeat. Er ist eigentlich recht einfach, wird aber immer wieder benutzt, beziehungsweise höre ich ihn immer wieder, auch von richtig großen Drummern, und auch ich selbst mag diesen sehr gerne. Hi, ich bin der Andi und auf meinem Kanal gibt es immer Tipps und Übungen, um dir das Schlagzeuglernen zu erleichtern. Auf meinem Kanal erwarten dich Inspirations- und Motivationsvideos und Videos mit Tipps und Tricks oder Erklärvideos wie dieses hier. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren und gib mir einen Daumen nach oben, um weitere Videos für dich machen zu können. Also heute zeige ich dir, wie man einen Beginner Linear Drumbeat spielt. Und wenn du noch nicht weißt, was Linear Drumming ist, dann lass es mich schnell erklären. Linear Drumming bedeutet, dass wir immer nur eine Note spielen, also nicht wie normal zwei oder mehrere, wie zum Beispiel die Hi und die Bassdrum zusammen, sondern die Instrumente sollten immer alleine gespielt werden. Also es werden nie zwei Instrumente zur selben Zeit angespielt. Wenn ich also eine Snare spiele, ist keine Hi oder Becken dabei. Und dasselbe gilt auch bei der Bassdrum. Das ist die einfache Basis und erlaubt es mir echt coole und kreative Drumbeats zu kreieren. Also springen wir gleich zum Sticking. Wir haben Bass, rechts, links, Bass, rechts, Bass, rechts, links. Für Anfänger ist das etwas verwirrend, deshalb splitten wir das Ganze jetzt in zwei Vierergruppen. Also Bass, rechts, links, Bass und in rechts, Bass, rechts, links. Wir starten also mit der Bassdrum und spielen dann die rechte Hand auf der Hi, dann die linke Hand auf der Hi und wieder die Bassdrum. Hier empfehle ich, das Ganze erst einmal ein paar Minuten so zu üben, dass es einigermaßen läuft und abgespeichert wird. Beim zweiten Teil spielen wir rechts, Bass, rechts, links und fangen auf der Snare mit rechts an, dann die Bassdrum und wieder rechts, links auf der Hi. Auch hier erst ein paar Mal wiederholen und einprägen. Und nun beides zusammen und wiederholen es so oft, bis wir nicht mehr drüber nachdenken müssen. Ihr könnt da jetzt gerne mit mir zusammenspielen. Ein kleiner Special-Tipp heute ist, dass ihr das Ganze, wenn ihr es könnt, dann auch mal mit einer Hand spielt. Also zuerst mit der rechten Hand auf der Hi, dann mit der linken Hand auf der Hi oder auch dann im Wechsel. Für mich ist es auch sehr wichtig, da wirklich flexibel zu werden, deshalb auch die Übung mit einer Hand. Versucht auch hier mal diesen Handsatz letztendlich dann am Schluss mal so zu üben, dass ihr Bassdrum und dann links, rechts Bassdrum spielt. Also die erste Vierergruppe, nicht mehr Fuß, rechts, links, Fuß, sondern auch mal Fuß, links, rechts, Fuß. Ist wichtig, um da flexibel zu werden, um eben verschiedene Instrumente dann auch anspielen zu können. Also wie zum Beispiel mal eine Splash oder die Ride-Kuppe, eine zweite Hi, verschiedene Toms und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das letztendliche Ziel ist, dass man so unabhängig wird,
dass man diese Linear Drum Beats in Anführungszeichen einfach rausschießt und egal welcher Ansatz, man da auch gar nicht mehr drüber nachdenkt. In dem Sinn übe ich auch immer alle Möglichkeiten, die mir dann eben gegeben sind. Danach fühlt euch frei und teilt eure Schläge auch mal auf den Toms auf. Und wie schon gesagt, dieser Beat ist ein sehr oft und gut klingender Groove, den ihr jetzt wahrscheinlich öfter mal in irgendwelchen abgefahrenen Drum-Videos hören werdet, nur halt eben schnell. Und genau da liegt auch der Fokus dieser Linear-Sachen. Die sind, seitdem es die Gospel-Chops gibt oder bekannter wurden, sehr gut geeignet, um schnelle und verwirrende, abgefahrene Grooves oder Licks zu spielen, die ein wenig out of the time klingen, aber trotzdem immer auf den Punkt kommen. Betonungen sind da auch sehr wichtig, aber darauf gehen wir dann in ein anderes Video drauf ein. Übrigens, einfache Sticking wie dieser sind meistens diese, die man schnell anwendet oder angewendet werden, da sie irgendwann einfach von alleine laufen. Also macht euch das Leben nicht zu schwer mit extrem schwierigen Linear-Lines, da ihr diese eh nie anwenden werdet. Also meistens besteht sowas aus einfachen Gruppen wie Dreier, Vierer, Fünfer und so weiter. Und davon einfach einen oder zwei. Ich kenne so viele, die ewig viel Zeit verschwenden in solchen schwierigen Sachen, also so Konstellationen, und letztendlich kommen sie nicht weiter, weil sie sich das Sticking eh nicht merken können. Also auch hier einfach mal beginnen und langsam steigern. Hoffe, ich konnte euch damit mal ein wenig in das Linear Drumming einführen. Werde da natürlich noch andere Videos für euch machen, aber als Einstieg sollte das mal reichen. Schreibt mir doch mal, was für euch der härteste Teil dieser Übung war. War es vielleicht sogar wirklich das einzelne Anspielen der Instrumente? Für Anfänger ist es oft ungewohnt und neu. Ein Erfahrener, der das schon jahrelang macht, der spielt das natürlich gleich. Also in diesem Sinne, lasst ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video.